Und da ihr ja beim letzten Video so viel Spaß gehabt habt, gibt es heute nochmal ein Insekten-Verjagungsvideo. Und hierbei möchte ich mich heute mal besonders hier um das Insektenspray mal wieder bemühen und euch zeigen, wie ich jetzt hier mein eigenes Insektenspray zusammenbaue. Und ich erzähle euch dann auch was über die Wirkung. Aber als erstes heißt es mischen, mischen, mischen. Also mittlerweile habe ich jetzt schon alle Kaufvariationen durch. Von Knoblauch bis, was weiß ich, tote Tiere, die man ja versprühen kann. Also schon eklige Sachen. Aber ich bin eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass nichts perfekt ist. Aber das ist ja immer so bei allen, ne? Also es gibt nie das 100%ige. Und meistens halten eben die ganzen Sprays, sagen wir mal, 2 Stunden. Und dann muss man halt nachsprühen. Aber ich glaube, das bekommt man anders auch nicht besser hin. Jetzt aber aus Kostengründen, weil ihr wisst ja dann auch, ne, so ein Fläschchen, das kostet ja dann gleich mal hier vielleicht 20 € oder so und ist relativ schnell versprüht, bin ich jetzt wieder auf das Selbstgemachte, wieder zurückgekommen, weil es wirklich einfach günstiger ist und vom Prinzip her genauso viel bringt wie die Kaufversion. Meiner Meinung nach natürlich. Wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt, gern in die Kommentare. Wenn ihr auch noch irgendwelche besondere Mischungen habt, die ich vielleicht noch gar nicht kenne, bitte auch gern in die Kommentare schreiben. Aber heute fangen wir mal an. Ich habe ja ein Rezept, das habe ich damals von Frédéric Pignon mitgenommen. Das hat er mir also großzügigerweise gegeben. Und das will ich euch nochmal jetzt kurz zeigen, wie er also sein Insektenspray macht. Und dann zeige ich euch noch meine Variante. Und nachher gehen wir dann mal hoch und probieren dementsprechend die Varianten mal aus. Also zunächst Pignon. Was benötigen wir? Wir brauchen einmal, muss ich mal hier anfangen, einmal, das sind jeweils immer diese ätherischen Öle, einmal Zitrone, dann haben wir hier einmal Lavendel und als nächstes Rosmarin und dann noch hier Geranium. Finde ich immer irgendwie sehr witzig, den Namen, weil das hört sich so explosiv an irgendwie. Und je nachdem, wie es also die Hotties vertragen, das muss man davor wirklich testen, ist hier noch das Teebaumöl, weil das hat halt teilweise Eigenschaften, dass es dann also auch zum Jucken oder so führen kann. Also das sollte man davor auf jeden Fall am Pferd testen, ob es verträgt oder nicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich so minimale Dosierung, dass also da, denke ich, normal nichts passieren dürfte. Die Mischung ist eigentlich relativ einfach. Man gibt jetzt von jedem der, wie viel haben wir, 5 Fläschchen, gibt man jeweils 15 Tropfen hier in das Behältnis rein und füllt es dann am Schluss mit Wasser auf. Zum Schluss kommt hier noch ein Tröpfchen Spülmittel rein. Das bricht dann die Oberflächenspannung vom Wasser und dadurch können sich dann die Öle besser mit dem Wasser verbinden. Obwohl sie verbinden sich ja eh nicht richtig, weil wenn ihr damals in Chemie aufgepasst habt, das passt ja nicht zusammen, Öl und Wasser. Aber so lässt sich auf jeden Fall eine bessere Emulsion dann mischen. Ja. Also, das machen wir jetzt mal schnell. Habe ich natürlich ausgerechnet eine Sprühflasche erwischt, die nicht mehr funktioniert. Ist ja auch bei den Dinger immer das Blöde. Wenn man sie braucht, funktionieren es nicht. Und ich habe hier auch die Erfahrung übrigens gemacht, wenn die im Winter draußen stehen bleiben, und scheinbar reicht hier die Restfeuchte, um sie zu zerstören. Deswegen müssen wir das Ganze jetzt hier nochmal umfangen. Ich habe jetzt hier nochmal eine andere, da habe ich jetzt auch getestet, dass sie funktioniert. Da mal reingießen. Was mir auch aufgefallen ist, dass es mittlerweile sehr viele Hersteller gibt
von Insektenspray. Und da lässt sich die Flasche gar nicht mehr öffnen. So ungefähr, dass man sie ja nicht für irgendwas anderes noch verwenden kann. Finde ich ja auch eigentlich eine absolute Verschwendung. So, also das ist mal auf jeden Fall eine Flasche, die man wieder verwenden kann. Probieren. Na. Jetzt verlass mich nicht, dass die auch nicht geht. Gibt's doch nicht. Aber die hat funktioniert. Also es dauert halt einen Moment, bis das Ganze jetzt hier oben am Kopf angekommen ist. Dann sollte das funktionieren. Gut, die nehmen wir dann auf jeden Fall mal mit hoch. Und wie gesagt, mit der probieren wir dann mal. Und jetzt kommt eben noch meine Spezialmischung. Und mein Wundermittel, das steht da hinten. Und zwar ist es ein Konzentrat, das ich eigentlich überhaupt nicht für die Fliegenbekämpfung oder Abwehr gedacht hatte, sondern eigentlich für die Stallpflege. Aber so sieht man mal, ne? Es schließt das eine und das andere natürlich nicht aus. Das Ganze, das heißt Multivisan. Und das ist von Raico. Raico, die machen ja so Hundefutter und so ein Kram. Und das ist das einzigste Mittel, das ich kenne, das also zum Desinfizieren von Stellen, also gemacht wurde, oder für das Desinfizieren von Stellen gemacht wurde, aber rein pflanzlich ist. Das heißt also ein komplett pflanzliches Produkt und da sind halt alle möglichen Pflanzen drin, die halt irgendwas bewirken. Und unter anderem ist das also schon jahrelang mein Begleiter hier im Hühnerstall und Entenstall. Also den sprühe ich damit regelmäßig aus, damit eben die Gefahr von Milben damit gemindert ist. Und ich habe bisher jetzt auch noch keine Probleme. Schweinestall mache ich auch damit, soweit sauber. Und hier kommt es halt drauf an, wie gesagt, das ist ein Konzentrat. Ist auch nicht gerade billig. So eine Flasche hier, die kostet 80 €. Allerdings natürlich sehr ergiebig. Ich brauche normalerweise eine Mischung, ich glaube von 1:500 oder irgendwas ist das. Also ein Wahnsinns-Mischungsverhältnis. Also kommt nur ein paar Tropfen rein. Und der Rest wird mit Wasser aufgefüllt und dementsprechend kann man dann lange damit sprühen und desinfizieren und so weiter. Und ich habe mir jetzt halt überlegt, hey, probier's doch mal aus als Fliegenspray, weil das riecht dann auch so. Was soll man dran riechen? Das riecht irgendwie so richtig, so nach Zitrone und einfach lecker. Es riecht wirklich einfach lecker. Und da habe ich halt gesagt, probier es mal aus mit einer ganz geringen Mischung. Also ich mache da wirklich jetzt nicht ganz viel rein, sondern nur so vielleicht 1 Milliliter, schätze ich mal so circa. Also so einen kleinen Schubser in so eine größere Flasche. Da habe ich hier so eine Flasche für. Eine ehemalige gekaufte Sprayflasche. Die schütte ich da rein und der Rest wird mit Wasser aufgefüllt. Dann wird auch mal wieder kräftig geschüttelt und dann, wie gesagt, losgesprüht. Und ich bin begeistert, weil man sieht schon beim Aufsprühen, wie auf einmal die ganzen Fliegen Reis ausnehmen. Aber trotzdem mit dem Gedanken halt, es ist keine Chemie, weil das ist mir irgendwie immer wichtig, weil auch die Chemie geht ja logischerweise über die Haut in den Körper vom Pferd. Und das will man nicht unbedingt haben. Also mischen wir hiervon jetzt auch mal noch ein Spray. Also perfekt, alles gemischt. Die 2 Flaschen gehen jetzt direkt mit hoch. Ich setze mich jetzt aufs Fahrrad und es geht hoch auf die Sommerkopf. Heute irgendwie nicht so mein Glückstag. Jetzt ist mir die Flasche noch runtergefallen und abgebrochen. Aber ich habe sie wieder so weit kleben können. Hier bei meinem Fahrrad ist sehr praktisch. Ich kann die hier genau einhängen. Das finde ich echt sehr praktisch. Einmal hier eine und eine auf der anderen Seite. Und da muss ich zumindest nicht freihändig hochfahren. Und so geht der Fliegenbekämpfungstrupp hier nach oben. Und mal schauen, heute ist extrem windig, ob man da oben überhaupt richtig, ob ich da oben überhaupt richtig drehen kann oder filmen kann. Weil der Wind ist halt immer relativ störend. Versteht mir nur noch die Hälfte. Ja, schauen wir mal. Ein Vorteil hat's. Durch den Wind gibt es halt nicht so viel Fliegen. Hat's schon auch einen Vorteil. Ich sehe sie oben schon warten. Aber die
haben natürlich auch ihre Zeiten. Und wir sind genau, so gegen Mittag kommt er also nochmal hoch. Und dann werden wir nochmal neu eingesprüht. Ja, und so bin ich eigentlich, ja, kann man sagen. Morgens, mittags und dann abends natürlich dann auch nochmal oben. Und hier ist natürlich der Verbrauch dementsprechend hoch, sehr hoch. Bremsenfalle habe ich bis jetzt noch keine Erfahrung gesammelt, als ob das jetzt besonders viel bringt oder nicht. Aber das habe ich euch versprochen. Das machen wir dann mal im nächsten Video. Dann werden wir mal genau schauen, was sich da bisher alles drin tummelt, beziehungsweise was sich nicht drin tummelt. Müssen wir halt mal schauen. So, jetzt mal gucken, ob die kommen oder ob ich hochlaufen muss. Die Flasche hat es wirklich ziemlich zerlegt, aber sie funktioniert zum Glück noch. Kommt, auf! Kommt mal her! Auf, wie geht's? Haben die noch was? Auf, wie geht's? Kommt! Komm, nochmal ansprühen! Kommt! Auf, wie geht's? Scheinbar war es gestern zu anstrengend und die Herrschaften haben noch nicht richtig ausgeschlafen. Gibt's auch ein bisschen schneller? Ja. Auf, komm. Auf, wie geht's? Ja, feine Maus. Ja, super. So geht es doch besser. Super. Super. Und das sieht man jetzt natürlich trotz Wind, Mücken ohne Ende. Die Bibi hat also auch schon eine leichte Entzündung im Auge, weil die Fliegen ja dann sich ständig also da reinsetzen und das Tränenwasser eben bringen. Und das ist natürlich richtig lästig. Das heißt also, da braucht die jetzt jeden Tag auch Tröpfchen im Auge, weil wir nachts halt die Fliegenmasken nicht auflassen. Also das ist mir zu gefährlich, wenn die da zwischen Bäumen rumschlüpfen und so weiter, dass man da die Masken auflässt. Deswegen, wie gesagt, kriegt sie momentan Tröpfchen und dann direkt morgens dann wieder die Masken drauf. So, jetzt schauen wir mal. Nehmen wir als erstes mal mein Superspray. Das klappt mittlerweile auch sehr gut. Also bei der Bibi war das noch nie ein Problem, die einzusprühen. Zumal die auch irgendwann merken, oh, das hilft mir. Und dann sind die auch ein bisschen kooperativer. Bei der Neige habe ich ja ewig lang gebraucht, bis die sich hat einsprühen lassen. Und da wurde ich jetzt auch schon öfters mal gefragt, sag mal, Hoshi, wie hast du das eigentlich gemacht, dass die sich jetzt hier so brav einsprühen lässt? Also sie zuckt nicht mal mehr, so richtig kooperativ, muss man sagen. Und da habe ich eigentlich einen Trick, den ich euch jetzt verraten würde, oder den ich annehme, weil es ist wirklich die Energie, mit der man auf dem Pferd zuläuft. Das Entscheidende habe ich festgestellt. Ich bin die ganze Zeit so mit der Flasche hingelaufen und schon so im Gedanken so, ja, ich werde sie jetzt sprühen, so ungefähr, weil ich selbst gedacht habe, die rennt jetzt wieder weg. Aber wenn ihr euch mal vorstellt, das wäre keine Sprühflasche, sondern ein Leckerli und ihr geht auf sie zu, dann ist es eine ganz andere Körperhaltung und eine ganz andere Spannung. Und das hat mir also tierisch geholfen, dass ich also jetzt hier auf Neige zugehen kann, ohne dass sie weicht. Oder wegrennt, die ist ja sogar weggerannt. Ne? Also das klappt wirklich super. Das ist jetzt das Raiko. Muss schon aufpassen, dass die Flasche jetzt nicht ganz auseinanderfällt. Und das riecht einfach schon toll. Ne? Das riecht so richtig zitronisch und ja, lecker irgendwie. Und man sieht es, ja, beim Piet, der hat sowieso nicht so viel Fliegen. Ich probiere es euch schon mal bei der Neige zu zeigen. Wenn da jetzt eine Fliege irgendwo sitzt, sind natürlich kaum noch welche da, aber hier sind die auch direkt weg. Also jetzt nicht nur durch das Spray, dass es sich erschreckt, sondern die kommen dann auch wirklich nicht mehr. Und daran sieht man also mal sehr gut, dass es auf alle Fälle funktioniert. So, jetzt probieren wir nochmal Frederik sein Spray. Die andere Flasche ist eben gerade auseinandergefallen. Und dann machen wir das gleiche auch mal. Muss ich jetzt nur mal schauen, das habe ich natürlich vor lauter Erzählen schon zu viel gesprüht. Also hier. Ich habe übrigens nochmal eine andere Flasche nehmen müssen, weil die andere ging dann auch nicht. Jetzt habe ich hier leider keine Referenz mehr. Gucken, ob jemand noch Fliegen hat. Ja, vielleicht die Bibi. Ah ne, hier haben wir noch welche. Guck mal, da sind welche. Da springen wir jetzt auch mal hin. Riecht auch toll, also es riecht richtig toll. Also ja, so erfrischend. Und man sieht es hier schon, selbst die Mücken bleiben sogar sitzen, wenn ich sprühe. Also ist das wohl nicht ganz so wirkungsvoll
wie meine Variation. Ja, ich meine, klar, ist jetzt natürlich nur so ein Kurzzeitding und ich schätze das jetzt auch nur mal, aber schreibt mir es gerne mal in die Kommentare, wie gesagt, was ihr benutzt, von was ihr begeistert seid. Hauptsächlich dann auch Bremsenabwehr, weil das ist ja nochmal eine Stufe härter. Also, was ihr da für Erfahrungen gemacht habt. Würde mich sehr interessieren und die anderen 100%ig auch. Gut, alle Pferdchen versorgt, Augensalbe ist auch drin und das Auge sieht mittlerweile schon ja viel besser aus und soweit auch geschützt. Man sieht also immer noch hier außenrum überall lästige Fliegen, aber hier ja, auf jeder Seite ist es wirklich besser, wo ich davor gesprüht habe, auf der anderen Seite ein bisschen schlechter. Also ich denke, ich habe auch wirklich so auf Dauer jetzt diese Erfahrung gemacht, also ich werde hier bei meiner eigenen Mischung bleiben, weil ich bin der Meinung, dass er richtig gut funktioniert. Aber wie schon gesagt, hält halt nur ja, vielleicht 2 Stunden oder so und dann muss man es halt neu auftragen. Aber das ist ja der Riesenvorteil, wenn man dabei wohnt, beziehungsweise auch noch das Glück hat, dabei zu arbeiten, ist es natürlich überhaupt kein Problem, hier einfach mal schnell hochzufahren und einzusprühen. Aber natürlich so extrem mutig ist und sich einfach einsprühen lässt, gibt es natürlich auch immer wieder ein kleines Leckerli. Gehört einfach dazu und motiviert unwahrscheinlich. Eben wird es richtig ungemütlich, also alles zeitlich richtig gepackt und jetzt nichts wie nach Hause, weil ich glaube, es fängt auch mit Sicherheit gleich an zu regnen. Alter, was stürmt es jetzt? Hier muss ich selbst die Lotte verstecken. Lotte. Ne, die geht jetzt gleich hoch, weil die ist jetzt wieder über den Zaun geflattert. Und jetzt fliegt sie hier auf das Brett und von dem Brett springt sie dann in den Brutkasten und legt noch ihr Ei. Ja? So hast du das vor. Und ich kann das immer ganz gut sehen, weil jedes Mal, wenn sie hier abspringt von dem Brett, fliegt es um. Und sobald das Brett drin liegt und liegt auf dem Boden, weiß ich, die Lotte hat ein Ei gelegt. Das ist sehr praktisch. Ne? Sozusagen ein Lotte-Ei-Anzeiger. Gerade noch mal schnell draußen schauen, aber leider ist es wirklich so windig, dass er mich dann kaum noch versteht. Ich schaue dann hier immer auf der Insel immer mal nach den Jungs. Stehen unten. Mittlerweile haben wir auch ja, halbtagesmäßig hinten die große geöffnet und da können die richtig rumfetzen. Macht echt unwahrscheinlich viel Spaß, da zuzuschauen. Oh, das war's schon wieder, mein kleines Video. Ich hoffe natürlich, dass es... gehört eigentlich nicht dazu. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Mich würde es tierisch freuen für einen Daumen nach oben. Und was mich noch viel mehr freuen würde, wäre natürlich, wenn ihr hier meinen kleinen Kanal auf YouTube abonniert. Und vielleicht alle Leute, die auch schon 100.000 Fliegensprays ausprobiert haben, dazu einladet. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao, ciao.